wir wollen ursprünglich ein Leut alle Top singen, als Versammlung Top. So, mit dem Glaubenslieder Nummer 14. Ja, ik wil merken, wir einmal durch unsere Kraft von danken, sodass die würden mitsingen. So, ich denke, jeder einer hat ein Ding, wofür er von danken, so dann können wir alle mitsingen. Wir werden lobenden Preisen dafür zusammen. Das nächste werde ich hier so ein paar Bibelverse überlesen, oder top mit der ganzen Versammlung. Die wollen nicht durchhängen und darfen, sondern kann jeder einer mitlesen. Das ist Psalm 104, Vers 1 bis 3. Danke dem Herrn und predigt seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet von ihm und lobet ihn. Redet von allen seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Gut, und dann noch ein Lied, Ola Top, Nummer 114. Und ich will eine Abstimmung, wo der Posten das in der Welt singt. Nummer 114. Vater
Licht ist dein Sternenwerk, erfällt Not. Preis dir, du starker Sohn, dein ist des Vaters Thron, dein die Gewalt, König und Friede fürst, siegreich dein Volk du führst, siegreich du kommen wirst, erkommen bald. Preis dich, ertröste dir, singet dein Wallenbier, Antwort dich preis, rüstet zur Jägerschaft, rüstet der Mutterschaft, auf uns mit Feuerskraft, Heiliger Geist. Preis dir auf deinem Thron, Vater und Geist und Sohn, dein sei die Ehre, waltenden Schöpferkraft, rettend durch Liebesmacht, wärst du für uns die Macht, Gott unser Herr. Darf ich Platz nehmen? Morgens hier einer. Freue mich, hier zu sein und willkommen hier so. Zu diesem Danksagungstag. Erntedankfest nennen wir dort. Freue mich, dass du hier bist, jeder einer, der immer, von wo immer du bist. So welcome everybody, our guests from the States, welcome here to this special day, Thanksgiving Day, to remember what God did for us in our spiritual life and physically and the fields, the great, right? Wir werden hier zum Anfang einen Psalm lesen, ein paar Vers aus den 118. Psalm. Wenn wir erst an Danken und an Loben und Hochheben denken, dann denken wir selig an die Psalmen. Du hast so viel ben. Und zum Stehen ist es, dort kriegt viele von den Psalmen, die kommen von einer Person, die sehr viel schwerer durchgegangen ist im Leben. Und du kommst die schönen Psalmen raus. So wäre wel schöne Psalmen haben. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasset uns freuen und fröhlich darinnen sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Das ist ein Tag, was der Herr auch gemerkt hat, ein ganz besonderer Tag. Kraken und wie viel Getränke auf dem Stab steht, wie viel Arndt du nicht ging anzunehmen. Das ist ein Tag, was er merken soll, und du bist ja dort hoch gesagt, zu freien und völlig zu sein. Allein bloß wegen heute gemerkt hast. Versetzt nicht aus bloß in mir Tag zu haben, als es dort all wird. Du wegen als dort Gebet hier so, mochte der Herr doch genug geben. Mochte der Herr dort doch geben, dort wird gelingen, dort wird für seine Ehe sein. Dort du doch wird nicht sein, was dort wird aufbrechen, was dort wird verwaschen, was der Herr ist und will tun für uns. Das ist von der wichtig. Und dann Vers 20, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Mir schien das hier schier ein prophetisches Wort zu sein, wo du so uns dort immer vor Augen stellt, Jesus Tempara. Jesus Tempara. Und das letzte noch, ein Segen für all die, was gekommen sind. So, ich wünsche euch, was die hier alle gekommen sind, von der ein Segen. Wir sind nicht hier so vor uns ein bisschen Lager. Wegen ein großes Pot ist hier so boven, und der andere Pot merkt das Eten rein, dass wir nur noch genießen können. So, wahrscheinlich ein Segen hier so. Und ich möchte uns alle diesen Segen geben. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Jeder Kind Gottes, ein besonderer Segen. This morning. Unsere Chöre, Gemeinde und Jugendchor haben Vorträge gemerkt, was sie hier verbringen, und wir wollen in der Zeit wieder geben.
mocht der Herr dort segnen. Wer wir vor dort immer abstunden zum Gebet, das brauchen erst. Uns Gott, uns vor dem Himmel, wir kommen so einen besonderen Morgen aus der zu dir. Herr, wir danken dir, Herr, wir loben dir. Herr, allein, dass wir hier so sind, dass wir hier stehen, dass wir denken können, Herr, die bietet alle ihr, allen Lob. Herr, wir wollen noch wieder die loben mit unseren Lippen, mit unseren Stimmen. Wir wollen zuhören, wenn die Namen durchgehoben wird. Aber Herr, über alles fragt uns, du wirst geben, dass das Hart wird sein. Dass es wird ein Lob sein vom Harten. Und Herr, das wird ein Lob sein, was du so eich ist. Wenn über Lippen kommt, dass uns Leben, dass es dort bist, dass in uns Leben, dass es dort ist, dass wir das dort wirklich vom Harten glauben. Herr, help uns mal zu erkennen, wer die Beste, was die ist, wo die Beste uns, was du uns alles geschenkt hast, wenn du uns dort bist. Herr, wirst du dort geben, durch diesen Vermehrer. Schenk genug für diese Vorträge hier. Amen. Da wir Platz nehmen. In Titira. Guten Morgen. Die eerste Leute, die we zingen daarom, dat nennt sich Thanksgiving in my heart. Das ist ein englisches Lied. En ik kan met zijn wat we gezingen hebben. Leute, zeg ik kom van Herrn met dankbaarheid in mijn hart. Mijn hart is vol prijs. En ik wil hem doen alle deel van mijn leven. O, ik kom van Herrn met dankbaarheid in mijn hart. Prijs dem Rara. Wie wordt am Kahn doen? Wer kann sein, wofür wir am schuldig sind? Mit Frieden blut wir mit Frieden blut uns am alles geben, was wir haben. Kommt vom Herrn mit Dankbarkeit im Herzen. Jesus ist der Name, was uns erfreut und was uns untragend ist. Er rüstet uns uit für Konflikte und macht uns zu verreut. Nichts kann uns verlassen, solange wir ihn am Vertrauen sind. Kommt vom Herrn mit Dankbarkeit im Herzen. Das Tagste war auch wirklich hier mal und dat kommt vom Herrn mit Dankbarkeit in den Herzen. Und das beweist einmal die Wichtigkeit von wie dankbar wir können sein, am gegenüber. Das Leute endet mit Preis dem Herrn, Rara, Preis dem Herrn als Rara, alle, was wir am Kahn, ja, kommt vom Herrn mit Dankbarkeit in den Herzen. Wir können Gott immer vom Herzen dankbar sein. Alles, was für uns zu tun hat. Und wir wollen Gott von dir danken. Wir wollen auch mit das Programm, wir wollen preisen. Und mit den Leuten in dem Programm, wir before the Lord with thanksgiving in my heart. I come before the Lord with thanksgiving in my heart. My heart is full of praise and I'll serve him all my days. So I come before the Lord with thanksgiving in my heart. Thanksgiving in my heart. I come before the Lord with thanksgiving in my heart. My heart is full of praise and I'll serve him all my days. So I come before the Lord with thanksgiving in my heart. Jesus is the name that charms us. He for conflict fits and arms us. Nothing moves and nothing harms us while we trust in him.
before the Lord with thanksgiving in my heart. I come before the Lord with thanksgiving in my heart. My heart is full of praise and I'll serve Him all my days. So I come before the Lord with thanksgiving in my heart. Come before the Lord with thanksgiving in my heart. I come before the Lord with thanksgiving in my heart. My heart is full of praise and I'll serve Him all my days. So I come before the Lord with thanksgiving in my heart. Praise the Savior, you know it. Yes, I come before the Lord with thanksgiving in my heart. Een klein beetje vragen over het lied ik zag leg. De tags wat de non gedacht worden en waar we alle top dat Leute zijn. Hebben we abstimmen zo. Hoe het passend af.
Platz nehmen. Wir singen hier uns Gruß. Alles hast du gemacht. Und dann singen wir, du kennst auch mich. Das ist großer Gott, er kennt uns ganz persönlich. Jemand, der früher ein sah, wesen, manchmal, was ist Gott? Und auf diese Frage beantwortet heute an, diese Frage kann ich die nicht beantworten, aber gib mir mal ein Deal. Und es dort denkt einmal wieder, schließlich wo er saß, der 12 der in einem Monat, und dort wieder auch ein Jahr, was er wollte, und er nur denken. Und es sagt, ja, dann ist Eva wir dann seht er, hat bekannt, dass, wenn ich für meine ganze Lebenszeit Eva nur denken, wer Gott wird, wir danach unbeschiedlich sein, wir danach nicht kapaz sein, dort zu erklären, wer Gott wird. Also das nächste Leute, was wir wollen singen, ist, wenn ich staunend erkenne. Ich kann bis so und so weit erkennen, nicht? Aber wie staunen du Eva, wer Gott ist. Wir staunen über sein Wort, wo er auf die Schöpfung gemerkt, über das Wort, was er auf uns herluten, die Bibel. Und auch wo er uns sich nur anträgt mit seinen Leuten. Und das, von was wir wollen, das nächste Leute singen. Hilf mit den Tags mitzudenken. Wenn ich staunend erkenne, was durch dein Wort entstand, die kleinen und die großen Wunder sehen, dann erhebt dich mein Herz, großer Schöpfer, du bist Herr der Welt, dich lobe ich und bete an nur dich. Du bist Herr der Erde, du bist Herr der Welt, du bist Weisheit und in dir ist Ewigkeit. Dann erhebt dich mein Herz, großer Schöpfer, du bist Herr der Welt, dich lobe ich und bete an nur dich. Wenn ich staunend übersehe, wenn ich deine Güte sehe, mit der du uns jeden Tag umgibst, dann lobe ich dich und bete an nur dich. Du bist Herr der Erde, du bist Herr der Welt, du bist Weisheit und in dir ist Ewigkeit. Wenn ich deine Güte sehe, mit der du uns jeden Tag umgibst, dann lobe ich dich und bete an nur dich. Wenn ich deine Liebe sehe, mit der du uns zu dir ziehst, und wenn ich deine Treue zu mir sehe, dann erhebt dich mein Herz, mein Erlöser, Herr und Majestät, dich lobe ich und bete an nur dich. Du bist Herr der Erde,
auf das Land. Das Leute fängt so an, was unsere Aufgabe ist, das kann in Arm geben. Das Land arbeiten, und dann fangen wir an, so zu streiten. Hier zu sein, das ist Anstyle. Aber war das selber ein Mensch, der so nachlässig ist, viel ist, er will nicht das Land reiten, der kann nicht viel erwarten. Und wenn Mensch viel Anstrengung merkt, dann kann er was geben. Aber doch sagt die zweite Linie, doch Wachstum und Gedeihen steht in der höchsten Hand. Ich wirklich wo sehr wieder an denken dann. Wir checken die ganz beste Sud, fragen den Oberschmitzer ran, wer kennt der beste Sud, für das Gegend, was wir sind, dann werden wir den beste Sud checken. Und dann einmal waren wir an, das Jahr hat mir nicht geglaubt. Ich habe gerade den beste Sud gestreut, in der Tat nicht. Ein paar Jahre drei, dann sag ich dort, wir haben eine Striebkarren oder so, wir haben viele Stiere, die haben keine Ohren an. Wir sind in der Lade. Wohl getäuscht, wo wir nicht sehen. Und da sage ich, das steht in Gottes Hand, das zu segnen. Ich glaube, hier redet es vielleicht von Getreide, aber ich glaube oft Bäume, aber dann sei dem ähnlich. Der Appelgärtner erwartet eine ganze Baum voll Bläsels, und dort erwartet das meist keine Ahnung. Gott schenkt das Gedeihen. Viele würden rechnen, das ab in der Natur zu schieben, die Natur hat das an sich, aber zuletzt wird das in Gottes Hand. Dann singen wir wieder, er sendet Tag und Regen und Sonne und Mondenschein. Von ihm kommt aller Segen, von unserem Gott allein. Wenn es sagt aller Segen, dann meint er auch all die Beziehungen. Die dritte Vers singen wir so, er lässt die Sonne aufgehen und er stellt das Mondeslicht. Wenn ich sage, da ist ein Jahr, Grund auch ein Jahr verübt, können die Menschen auch sein, wo der Mond, wo voll, wo ladig geworden sind, wo der nie Mond umfängt, dann sehen wir bloß, das ist ein allmächtiger Gott, der das rein all an seiner Hand hat. Das ist immer so beständig, so pünktlich, wie sich ausfallen wird. Und dann singen wir den letzten Engste von den letzten Vers, er schenkt uns so viel Freude. Es sind nicht immer wahre Tiden im Jahr, die Menschen, die denken verschieden, aber wir haben Städten, wo wir uns so glücklich fühlen. Die haben so ein Panic gefeiert. Eins zu gleichen, dass der Titel von der Ernte abgedient wird. Da leben sie. Die haben so eine Freiheit, die Ernte abzudingen. Der nächste, vielleicht von Anfangsjahr, wenn ich anfange schein zu werden. Die Vögel so anfangen zu singen, das verdienen die beste Tiden. Und nicht bloß dort, weil ich denke, der Frieden, was der Herr uns schenkt, aus seinen Kindern. So viel Freuden. Er schenkt uns so viel Freuden. Unsere Freunde, die Bekannten, was wir alle haben, das ist ein großer Segen. Ja, und dann singen wir letztens noch, und er macht uns frisch und traut. Dann gleich will das nicht sein, dass wir uns ganz frisch oder mutig fühlen, reut im Schaffen, reut im Kampf, gesund im Glauben, gesund und körperlich. Das schenkt uns alles. Er gibt dem Vieh die Weide und den Menschen Brot. Wie viele Millionen Menschen wird der Herr sättigen von dir? Und dann verspricht die Bibel nach, er wird für allen, die noch haben. Er wird keinen nicht hungern lassen. So viele Menschen, die nach vorne auf der Welt kommen, Gott hat danach einen Weg, uns zu nähren. Mit was hat er dort? Mit der Frucht, mit dem Obst, was er wachsen wird. Was immer sein Plan ist, das heißt, er hat verschiedene Wege. Und wir werden ehren, für was er hat. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des höchsten Hand. Er sendet Tau und Regen und Sonne und Monde
Schnee und Ungestüm. Alle gute Gaben kommt von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Lässt die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Licht und so viel Freude und macht uns frisch und rot. Er gibt dem Vieh die Weide und seinen Menschen Brot. Alle gute Gaben kommt von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Ja, das nächste werden wir aus Versammlung aller Taub in einem eindeutigen Glaubenslieder sehen. Nummer 31. Ewig Vater, deine Güte zeigt uns wirklich die Natur, worin unsere Augen schauen, leuchtet
nächste Leute, die wir singen wollen, das sind ziemlich bekannte Leute, die die Jugend irgendwo auch gesungen haben. Viele von denen, die auch in der Jugend sind gewesen, kennen dort wahrscheinlich noch gut. Leute unverdient. Und sagt, unverdient, ganz und gar unverdient, darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschenkst. Dann sage ich dort, unverdient, ich kann dort nicht verdient, ich habe mich nicht von dort verdient, wo ich gekriegt habe. So stehe ich vor dir und spüre voll Erstaunen, wie liebevoll du an mich denkst, wovon der Läufe hört. Und Leute sagt dann auch, dass Gott fragt nicht nur, dass wie am Wort bringen, sondern dass er uns kein Wort geben. Er fragt nicht nur, sie dir wenn's. Dann sagt er, denn du hast mit deinen Geschenken für mich nur das Beste im Sinn. Und dann singen wir im zweiten Vers, mich du euch beschämt für all diese Guben und freu mich von Horten du um. Dann singen wir, Herr, hilf mir, sie so zu verwalten, dass jeder sich mitfreuen kann. Dann sagt der Schreiber aber auch, ich weiß nicht, wo soll ich die danken? Und hat das zu schwach und zu klein. Dann sagt er, die Leute soll aber ein bisschen doll von ihnen Dank sein. So bist einfach in Lob für die sein. Interessant ist, die Leute als eine erste Person geschrieben, eine Ich-Form, so jetzt ganz persönlich, von jedem ein. Das ist nicht nur, dass wir singen wie, und das ist dort nicht verdient, und sagt, darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschenkst. Und ich würde lesen, jeder einer dann wird was im Kopf haben, für was er dankbar ist. Es ist bei uns alle verschieden wahrscheinlich, und was wir denken, für was wir besonders dankbar sein. Im ersten denken vielleicht an so eine Sachen, was Geld nicht kaufen kann, so ist Gesundheit, Familie, und eben alles der Radung. Für das sind wir dankbar. Weil wir persönlich alle was im Kopf haben, für was wir danken, wie die Leute, für was wir Gott sein. Ich kann mir das nicht verdient, aber einfach Gott Dankeschön dafür. Für die, was die Leute tun, ich würde mich freuen, wenn die würden mitsingen, die, was gut tun, noch von euch. Die mochten nicht, aber ich würde mich freuen, auf Sterben von ihnen zu gehen, von mir. Du fragst nicht danach, was ich bringe, du fragst nicht nach deinem Gewinn, denn du hast mit deinen Geschenken für mich nur das Beste im Sinn. Du wusstest genau, was ich brauchte, du gabst es zur richtigen Zeit und hattest mir mehr als ich ahnte, für mich und die meinen bereit. Unverdient, ganz und gar unverdient, darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschenkst. Unverdient, ganz und gar unverdient. So steh ich vor dir und spür voll Erstaunen, wie liebevoll du an mich denkst. Nun steh ich beschämt vor den Gaben,
und freu mich von Herzen daran. Herr, hilf mir, sie so zu verwalten, dass jeder sich mitfreuen kann. Ich weiß nicht, wie soll ich dir danken? Mein Wort scheint so schwach und so klein. Dies Lied soll ein Teil meines Dankes und einfach ein Lob für dich sein. Unverdient, ganz und gar unverdient, darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschenkst. Unverdient, ganz und gar unverdient, so steh ich vor dir und spür voller Staunen, wie liebevoll du an mich denkst. Unverdient, ganz und gar unverdient, darf ich meine Hände dir öffnen und zusehen, wie du mich beschenkst. Unverdient, ganz und gar unverdient, so steh ich vor dir und spür voller Staunen, wie liebevoll du an mich denkst. Unverdient. Dat wordt zijn we bewust, wenn wir dat nicht erkannt haben, dann kann dat wird über die Lappen kommen. Gut, eigentlich hat wir mehr zu dem Part, wir wollen alle top Dankfest feiern. Und wir haben auch top gesungen, wir waren dort wieder so, ja, eigentlich für jeden zu erwähnen, dass wir alle top wollen, mit uns Gesang, mit unserer Teilnahme da an. Sie sind nicht bloß dankbar und sie dürfen nicht bloß für uns danken. Das ist wie ganz persönlich, worum das geht. Dankbarkeit, dass sie das Gute von der Vergangenheit in die Gegenwart bringen. So, das ist Dankbarkeit, das Gute von der Vergangenheit. Ich weiß durchaus einer der anderen schweren Zeit gehabt auf letzte Weg, uitgeving sind es dann noch genug wird, dankbar zu sein. Und das ist nicht, das geht was der Herr gegeben hat, das Gute von euch dort in die Gegenwart bringen. Und so viel mehr. Also wir brauchen gleich lange die Übung aufmerken, was wir dort sein. Das gemeinsam sich das zu tun. Wir können nicht passiv durch sein. Das ist in welchem Part von uns persönlich. Ich kicke uns meist noch auf den Anschlag nach, wo du so oben stimmt, von uns Bulletin. Und du sagst, kriegt diesen Vers, was ich mir als Tagsvers gewählt habe, der Psalm 50 hat ich mir gewählt. Und dort sagt du so, wer Dank abfährt, der preiset mich. Und mir wird Psalm 50 sehr wichtig. Irgendwie beim satten Torhörchen auf eine Gelegenheit, da komme ich hier so ab Psalm 50, da ich dort die Sachen, dort lesen dort, und dann wird mir den Fuß wichtig. Fuß hat mir den Wort zu sagen. Und ich würde merken, wenn die Stüß sind, lest den Tags hier so. Und linke sie von Bulletin, Umschlag, was der uns zu sagen hat. Wie wollen du von der ein bisschen nennen gehen? In Psalm 50 habe ich noch irgendwo was zu danken, oder was erst danken. Wir wollen hier was Sachen finden in Psalm 50. Wir haben dann so von ungefähr ganz zu lesen, was uns die zu sagen hat. Und du sagst, was welche Dinge, was der Psalm uns lehren will, was rum danken sich handeln wird, was mit Danken zu tun hat. Und der ganz erste hier, wenn wir mal die ersten 7 Verse lesen, und das sagt du, es ist das, Psalm 50.
ein Psalm Asafs. Das hat Asaf geschrieben, das ist der Sänger von David, von den Stiftshütte durch, Luther dann der Tempel. Sagt du, Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressend Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein großes Wetter. Er ruft Himmel und Erde, dass er sein Volk richte. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir gemacht haben beim Opfer. Und die Himmel werden seine Herrlichkeit, Gerechtigkeit verkündigen, denn Gott ist Richter. Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel. Lass mich unter dir zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Er fängt an mit Gott, mit Herr, mit Mächtiger. Du fängst mit dem hebräischen Wort Elohim in Yahweh. Der wichtigste Wort, was wir uns denken, von dem Gott beschrieben. Yahweh, das ist einfach sein Name, wenn wir so sagen. Elohim, das ist Gott Führer, Gott Sehen, Gott Heiliger Jes. Und einfach bloß Gott, was hier dann mit Mächtige übersagt ist. So stellt er sich vor. Mit diesem Gott habe ich zu tun. Vor wir von Danken reden, vor wir verhebt können danken, dann wird das Bild von Gott auf dem Bild stehen. Wenn nicht, dann kriegt dort ein falsches Bild. Dann kriegt dort eine rechte Idee, rechte Gedanken. Wir denken vielleicht bloß, solange außert, euer 5 Tonnen von Acker und von der 6 Tonnen vom Acker da. Dann ist es gut und haben zu danken. Vielleicht haben wir so einen Gedanken. Und das aber weit besiegt. Wenn wir an Danken denken, dann fängt dort wie diesen Gott, Elohim, Yahweh. Du fängst dort an. Dort ist, wo wir mal anfangen, wenn wir wollen, verhebt denken und danken. Dort ist, wo Gott sich hier vorstellen wird, hat er sich selbst ein bisschen beschrieben. Das ist ein bisschen, das Jimmy all sieht, um Gott zu beschreiben. Den Titel könnt ihr nicht nehmen, den wollen wir uns nicht nehmen, wegen dort braucht so viel Zeit. Das ist so schwierig, mal das rechte Bild von Gott durchzustellen. Aber wir wollen noch bis einmal weiten, Gott stellt sich vor, wer er ist. Und dann geht er wieder. Und dann sagst du so, Gott sein Glanz, der bricht, das sagt er, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Wie aus Dietsche, wie denken du nicht an? Uns stellt das nicht so viel vor, aber von Israelit. Israel, Jerusalem, der Tempelberg und der oberste Port, wo der Schmacker Tempel ein Tag nach Bara soll stehen und wo der dann stund, als auf das, was geschrieben haben, ich stehe mir so fair, hier wird der Tempel all vorrichtet, dass sie alle im Tempel deuten, Gottesdienst führen, da wird was ganz was Besonderes. Das ist so am Arbeitje, was der von Beat auf all soll zu sein gehen. Da wird Glanz, da wird erstellt, dort stellt was fair. Du so, den Glanz Israel, der Schönheit, der Schönheit Vollendung, sagt eine andere Übersetzung. Israel, und in 1967, als er den Sechsjährigen Krieg gewonnen haben, dass der dadurch wird in der israelische Soldaten in Jerusalem nennt haben, das erste, was sie alle deuten, mit der Anlehrer vorab, denken sie nur noch nur die Mauer, was dann die Klagemauer ist. Du so, das erste nur dort Part, was danach von dann soll geblieben sein, von Jesus seine Zeit, und du so Gott anbeten. Dort wird das Allerwichtigste. Die wollen unterschieden und irgendwie ihren Schöpfer zu erkennen. Und die fängt nur gottlos werden, aber dort wird was Besonderes. Der Glanz Israels. Und mit dem Gott habe ich zu tun, was du sich so mächtig bewiesen hast. Die Jünger aus der mit Jesus zu tun, sind sie, check mal Jesus, der Tempel. Dort wird noch was, dort stau was her. Und das Tempel, check mal, wie Israeliten ins Tempel. Und sagt Jesus, das Wort nicht einstellen, was in unserem blieben. Das wird verplündert worden. Sie können nicht verstehen, entweder das keine Weich nicht nennen, aber Luther haben sie dann alles prophetisch gesehen, haben auch Johannes zum Beispiel, hat er dann auch erfahren. Er wird also nicht ben, aber hat er dann erfahren, dass es dort wird, dass alles geplündert wird, erstellt, glanzt. Hier beschreibt Gott sich, der große Platz, und sie haben das Geschenk, diese Guven, all dort, haben sie nicht verbunden mit dem Geber hinter der Guven. Dort ist das sehr trüge. Sie haben dort getan von dem Geber gesehen. Man sagt hier so, er kommt und er wird nicht still sein.
Dat zei van der Krieg so, der Herr, der hat geredet. Das letzte Jahr, der hat sehr geredet. Wie checken wurde in Naturkatastrophen geredet hat. Wie hier in woher Heroldsvolkshaft überkommen und es noch niemals Eier abstehen, hier auch in anderen Ländern. Wir sind von Anru in Südamerika, 3 Länder, wir sind dort in Irak. Wir sind viele Länder, durch so sehr viel Anru. Dus ook zo sehr viel in der Natur, was angeht. Der Herr redet, der Frau aus wie dort hier und da. Das sage ich hier so auch im Fressen Feuer, im großen Wetter. Und am Dankfest, dann gleich wir nicht von dir reden, von gerecht und von der großen Macht. Dort hat mit einer großen Macht rechten. Aber es ist das stellt er sich fair. Er sagt, es ist das komisch. Wogegen wir kommen so kurz am zu danken, am Hoch zu heben, für was er alles zu tun hat. So viele. Und wir können hier so schwor breit gehen. Wir können bis so allgemein ein bisschen von reden. Wenn allein bloß von der Radung wurde so viel geben zu reden. Und wir reden von der Ober noch von der natürlichen Segnungen. So wir brauchen ein bisschen Top zu nehmen. Hier sagt er, er will rechten. Sag ich in Zahlen. Er will rechten. Wogegen, auch 2. Thessalonicher sagt, Jesus kommt am zu rechten. Wohne, der wollte sie nicht nur am 8. dauern. Und er versammelt sein Volk hier, so die Israeliten. Und so haben wir uns von der versammelt, zum Klarmerken, du kämpfen gerecht. Und wenn sieht Stuvi. Sagt du so, er schlägt noch einmal das Port hier so mit dort. Ich, Gott, bin dein Gott. So schlägt er auf und nu fängt er an zu reden. Nu fängt das Gerecht ein bisschen so an. So seine Gemeinde habe ich versammelt, mit der wird er auf den Bund gemerkt, so wie seine Kinder, wir haben von der wird er Bund gemerkt, wir haben uns was zu sagen. Was haben uns hier zu sagen? Wenn wir checken, was das hier so wieder sagen wird. Folgen 8 und wieder. Deines Opfers halben strafe ich dich nicht. Sind doch deine Brandopfer immer vor mir. Ich will nicht von deinem Hause fahren nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alle Tiere im Walde sind mein und das Vieh auf den Bergen, da sie bei 1000 gehen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und allerlei Tier auf dem Feld ist vor mir. Wo mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdboden ist mein und alles, was darinnen ist. Meinst du, dass ich Ochsenfleisch essen wolle oder Bocksblut trinken? Also hier sagt er, was er nicht will. Mit dort fängt er an, was er nicht will. Bekickt bei uns das vielleicht mal so ein bisschen aus der, was er nicht will. Jetzt, wir sind am Abendmahl gewesen, ganz fein, alles gut. Wir kommen beständig zum Gottesdienst, fehlen so gut so nicht mal sehr leicht. Verkragt es wieder Predigen, das verkragt reicht, wenn nicht da wieder was erreicht. Und ich gleich so beständig, jeder Sonntag lege ich an, und das verkragt es jetzt sein soll, liest die Bibel, auch am ersten Tag in den Weg, dort dann. So bei anderen nicht so viel auf einmal lässt, dann kostet uns das nicht so viel, oder ist uns nicht so schwer, will ich sagen. Ich nehme Zeit, um die Beine fahren. Ich nehme Zeit für diesen armen Mann, der so halb fehlt. Ich habe sogar all Anleitungen gebracht. Und wenn ich mich da treffe, frage ich mich nicht drei. Ich sage so, sogar beim Altenheim stelle ich mich dort zu tun. Gott sagt, der Ding, der will ich nicht. Ich hätte das am Wort. Er versteht, das sind welche große Dinge. Niemand ungelobt wird, weil wir sein, wo er herkommt, von wo diese Dinge verhebt an rückkommen. Wir sind jetzt hier so auch, all die Dinge, sage ich, das sind die meine Dinge. Gestern, als wir dann im Jet werden, in 3 Fliegen deuten, morgens bei Denver, und dann von Denver nach El Paso, dann tickte ich von Boven, wir brauchen noch gut sehr hoch sein, was wir all immer mehr sein können. Und dann einmal, dann denkt man so, man, wo geht das, wir als Menschen? Du sind Duisende, so eine Reiners, du sind Duisende, so eine schmacke Bieter, Staaten, wo du so up sind, die koppeln, und jagen uns durch, wenn das eine kleine Bitte ist, ein kleiner Punkt, oder ein Grenzteam, wo du 2 Meter erreicht ist. Erreicht ist erreicht, soll alles in Ordnung stehen, aber dann denkt man so, was ist das damit? Gott sagt das alles sehen. Von Boven probiere ich mal zu checken, wo Gott das sagt. Und ich will noch mal 8 Kilometer hoch. Und dann können wir all ein bisschen besser von dort sein. Und das alles Gott sehen. Er sagt, das heilt du alle. All die Tiere, all das Feuer, könnt mir nehmen, wenn ich will. Die Kalver wird eigentlich meine Namen, da kann ich proven, das heißt Tagnummer das und das,
dat zijn mijn bijsta, dan ga ik daar met dit check betoeld, dat je proeft te ver, dat zijn mijn bijsta. Werkelijkheid, het is God zien. Ik zeg, ik kan me nemen dat bijst wat me jankert, dat dat wat ik wil. Al die kern wat in die pro 49 wordt, zijn we niet kunnen zeggen wat het laatste jaar is, maar ik geloof een jaar weer 800.000 ton, en ik recht behouden heb. En we gaan van dat 800.000 ton zijn. Wel, dat er niet moet houden, want dat Fleisch wird, um die ganze Welt einmal eine Mahlzeit geben, Erntedankfest zu feiern, wo nicht töten. Was wir haben alle typisch hat für die ganze Welt für eine Mahlzeit. Gott sagt, das meint, kann tun damit, was ich will, und das mir das jankert. Mit diesem Gott habe ich zu tun, so dass wir ihm das geben, bloß, in all das Geld, was jeder an Eier legt, und diesen Dank, was wir hier top Gott geben tun, und sich, das ist nicht, was er will. Was ist das dann? Wir tun den guten Ding. Und was geht das hier so für der Herr? Vielleicht müssen wir dann in den gehen, und was das hier so geht. In Vers 14, dort wird es handelt. Und dort sagt du, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Sehr wichtig, sage opfere Gott Dank. Und dann sei wie du so, der Dank opfert, der letzte Fall, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Hier sei wie, hier muss irgendwas beitritt sein. Das ist meistens bis Lappen. Hier muss wo ein Hort, das hängen sein. Eine Chirurgano, also ein Doktor, was operieren dat. Ein Doktor, der wird man eingelutscht von einem Bankier, also ein Bankmann. Und sein guter Freund zat om daar, waar een tasje gemerkt. En eten door je trein, lachen en vertalen. En de verste gaan groeden. En eenmaal zo bij hem eten, verschluckt de bankier zich en bij hem lachen en alles. En die krijgt daar zijn groeden. Zo'n bastje met huid en zo wieder. Krijgt daar door zo in zijn lafroer naam. En der ons dat beleefd heeft, der wordt verschworen is. En dat schijnt nog sterken. En das Doktor bis schwinde haan en help hem, hij weet wat hij te doen heeft in deze val. En hij schafft met deze raam en klapt hem door ruit, tot er het ruit komt. En hij verhoelt zich van, dat schafft alle gans van, heeft zich verhoeld van dit. En dan zegt de bankier, bankman, dus dit, na, voor deze dienst, wat je gedaan hast, sicherlich als dat in goed geld wird. Also in Zita, honorarios, als dat wird. Wat die om mij gedaan hast. En de dokter, de vindt een beetje zo, zegt daarna, wanneer du dat bestimmt blijft, dat die wat geven was, dan dikwijls wat versloont. Also, op een spoes war ik zeggen, geef me bloß een drittel van dat wat du recht wirst te geven, als du dat tussen baan hast. Dit is van ungefähr zoals wie Menschen zijn. Wanneer we in de nood zijn, zoals ik de Vater zo zegt, dann sind wir alle bereit, irgendwas zu tun, irgendwas zu versprechen, ein Gelübde zu machen, was zu sagen, wovon ich Flucht komme. Ja, wir haben es geschafft, und wenn ich Flucht komme, wofür gebe Gott? Wofür stellt ihr uns hart rüht? Wofür Dank gebe ich an, für was er uns getan hat? Vielleicht habe ich viel Versprechen, was wir in Not werden. Wovon ich Flucht komme, dann ist die Frau, wir dort können in Horten. Also, wir uns hart dankbar. Also, der Gott Dank opfert. Hier redt nicht von einem Wort, aber das Wort sagt das sehr klar. Wenn wir dort in Einzelheiten bechecken. Opfern. Der tut, was wir zu tun haben, dort als Opfern. Und dann muss die wir behalten. Opfern, das ist immer so, was kostet. So, was mir nicht viel kostet, das ist ja dann nicht ein Opfer, das ist dann nicht vom Horten. Vielleicht dürfen wir einmal eine Truck fahren, wegen einem verplaudert gewesen. Vielleicht sind wir hier so am Medweg wegen, naja, ich will dir nicht den schlechten Schien geben. Aber Opfern ist von uns, was kostet. Das bedeutet, wenn es von Deiper kommt, wenn eine tiefe innerliche Überzeugung ist vom Horten, also eine Erkenntnis Gottes zu kriegen, wo Gott sich verstanden hat, wer er ist, und mit so einer Erkenntnis Gottes nun gehen. Dort ist du, wo wir bereit sind zu opfern. Dort ist du, wo wir bereit sind, uns auf Kosten zu loben. Und du so, wo, weißt du, was passiert ist, vielleicht wo ein Accident, und das sind vielleicht auch Menschen, wo du so rum sind, bereit zu halten. Und ja, na, sind noch ein paar Fotos, geht die vorhin vorbei, wundern, was das könnte wahr sein, und vorhin vorbei.
Aber was für ein Unterschied merkt dort, wenn wir erkannt haben, was du so zwischen Leben und Tod hängt, das uns kennt. Das ist meine Frau, das ist mein Mann, das ist meine ganz persönliche Familie. Da wo wir ganz, ganz anders handeln. Was du bist vorbeifahren, wenn der Ambulanz ist. Das ist so, wenn wir Gott nicht erkennen. Wer Gott ist, was wir vor ihm sind, was er uns gegeben hat, was er uns beschenkt hat, dann handeln wir ganz anders. Du weißt, wie ich Gott erkennen. Wir kommen 3 Minuten nicht Tag, dass wir können opfern, dass wir reich sind. Opfer, das ist eine Hingabe. Opfer, das kostet. Opfer, das bedeutet sterben. Opfer bedeutet Tod. Wem soll wir das geben? Gott. Opfere Gott Dank. Gott steht an der zweiten Seite. Im Urtext, in Griechisch finde ich so, im Neuen Testament, was wichtig ist, das steht immer da am Anfang. Und das ist es hier erst, das in welchen Ding, der Jever hinter der Guven. Dankbarkeit, der sieht immer hinter der Guven den Jever. Unsere Kinder, und so die Kinder, die Strelierin gegenüber, die kommen mit einfachen kleinen Dingen an, was die denen da geben. Na, das, was die geben dann, ist vielleicht gut ein paar Peso wird in Geld. Aber wie sollen die hängen, das Kind, was das geben da? Dann ist uns das sehr, sehr verwirrt. Wo wir gehen? Das bleibt das hängen. Das verdeutet, das kommt was von üben Horten. Was soll wir opfern? Gott soll wir das opfern. Was soll wir opfern? Sagt hier Dank, Dank. Das sind nicht der Lappen, was wir danken dann. Wir fangen nicht mit der Lappen an. Das geht über den Lappen. Und das soll auch sehr klar über den Lappen kommen, dass du verstehen hast. Sonst ist das nicht ein Segen. Das muss ein klarer Bild sein, was wir singen. Einmal warum muss wir uns das sagen, wenn wir singen? Wir singen klar, wir singen Lied. Und das wird zu verstehen sein. Auch wenn wir was reden, dann, dass das klar ist und verständlich. Aber das fängt nicht mit den Lappen an. Das sind was in den Harten kommt. Wie sagen die dort in Matthäus 12, 34? Ich möchte den Vers lesen. 12, 34. Sagt es dir, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Wenn wir so umleben, so durchschnittlich ein bisschen negativ sein, weiß es hart. Schöne Frau, das wird der Tag sonst sagen, dass. Wenn wir einmal zu grunzen haben, weiß es hart. Also das ist, was der Rütchamp. Wenn wir hier noch wurden schön matt singen, in der Versammlung schön matt singen, noch uns was siegende Not zum Danken können, das ist dann Heuchelei. Aber ein bisschen hart bringt bis bei Sachen rüt. So, das kannst du nicht herrschen, was wir euch sein. So, kommen wir drei, was wir Gott erkennen, dass wir erkennen, was wir haben gekriegt, wo wir beschenkt sind, unverdient. Besondere Leute, das ist all die anderen. Gut, Dank, das ist, worum das geht. Was sind Folgen? Wenn wir danken, ist das, was sind Folgen? Jesus sagt nu wieder, in Psalm 50, Vers 18 wieder sagt, aber zum Gottlosen spricht Gott. Gottlose, die kriegt nun gerecht, mit gesprochen, weil nun hat Gott noch nicht das Gerecht gegeben. Er hat eine Erklärung gegeben, was dann wichtig ist, was ein Befehl ist, aber nicht kommt das Gerecht und der Gottlose. Ich will das Part hier nur einmal utloten, und wir wollen wieder gehen, nur 23. Und sagt du so, der Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also, was sind Folgen, wenn wir danken, weil wir uns nicht betätigen kriegen von der und dieser Gelegenheit? Und dort erst, hier sind so viele gute Folgen. Wir werden uns dort in 3 Dingen betätigen. Der preiset Gott, dem Wort Gott sich, und Gott wies ihm den Weg. Wenn uns Gott in reines Gewissen Gott erkannt hat, dann dankt dort. Dann dankt dort. Das kann nicht anders als dort Dank. Und dann müssen wir noch mal die Übung merken, dass wir verhebt sein. Dass wir erkennen, für was wir dankbar sein. Vielleicht eine Gelegenheit, als wir im Meer von Kanada kommen, dann haben wir eine kleine Schicksaldose auf dem Interstate, dass es so voll wird, dann kann ich in der Tief brechen, wie alles so hastig stimmt. Und wir dann ein fertig nehmen, hängen uns nach 2 oder 3 Meier, werden der 5 ummacht. Alle bis gut ein kleines Bestien. Gut so, dass die Airbags nicht rutschen. Und dann Luther checkt dich, was das alles hat können geben. Wie so ein agleicher Start. War ein bisschen anders spielt. War ein Tutsi gefangen hat. Oder wenn es so viel wie du warst, dass die Airbag wieder rutgekommen, und meine Frau hat gut ans Baby abgeschaut, die Fähre.
Dort, wo er neu geschlagen, in der Lauf aufgeklemmt, dort nicht hat können drei Lauf kriegen, weil er gestorben wäre. Sondern können sich viel feststellen, Luther, wenn einmal die Übung nicht mehr, dann erkennt einer, wo Gott beschützt hat, wo Gott immer gehalten hat. Und dort sind die Kleinigkeiten, sagen wir vielleicht mal, das sind große Dinge, aber dann haben wir mal Kleinigkeiten, wo wir gehen, dort wird Gott uns die Übung merken, verdeute jährliche Dinge, wofür wir können dankbar sein. So werden wir aufmerksam sein, wenn Gott uns was sagen will. Und dann sagt Jesus auf unsere Bulletin Zitat, vielleicht hielt sich dort nicht sehr dankfestortig, aber der beste Dank für den Herrn ist Buße über die Undankbarkeit. Ich finde dort aus dem wichtigen Ding. Also dort die dann auch gerade Buße zu tun, wenn wir undankbar gewesen sind, wenn wir ein undankbarer Mensch sind, eine undankbare Einstellung. Dat ik vind sehr lang, wat dit is me morgen dat we van een ondankbare of van een negatieve zaak zijn. Persoonlijk is dat zijn. We moeten onze ogen immer opmerken dat de Herr ons dat wies wo we zijn. En mij wingshaft dat je gaan. Hij heeft een lange tijd gebeurd, wat ik erkend heb. Ik ben voor het negatief, ik ben voor het ondankbaar. De Herr wil ons grote dingen wijzen. Wegen dat negatieve, dat pessimistische, dat zit bloß Stoff. Maar een Stoff is niet zoveel te danken. Der Dank, der verherrlicht am. Das geht am ersten an, der preiset mich, sage ich hier so, der preiset mich. Und dort ist die Verhältnis, wo vor Grundlegung der Welt klar mir, gut, ich habe eine Entscheidung getroffen, sagt Gott. Wer wird uns das sagen? Wie würde ich das wirklich wel tun? So werden wir uns mal verstehen. Gott sagt, ich werde es so tun. Jeder einer, wer nur Jesus Christus kämpft, für der hat was ganz Besonderes erreicht. Ich habe mir entschlossen, wem ich raten will. Und dort sind diese. Alle, die in Jesus Christus sind. Da will ich raten. Und all die, die du sind, für die hat einen ganz besonderen Plan. Und ich habe ein klares Ziel mit dir. Er soll mich verherrlichen. Alles, was ich gemerkt habe, das am Verherrlichen. Der Mensch aus dem viel höheres Wesen, wo viel Dollar soll er am Verherrlichen. Dort wird sein Ziel. Epheser 1, Feierbad saß, fing es so klar, dass wir etwas sein zur Lob seiner Herrlichkeit. Wie sollen seine große Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Souveränität, seine Macht, dort hey Gott ist, dort soll wir rütheben, dort soll wir hochheben. Was ist das nächste hier so? Lobgesang, ich werde das Zitat lesen. Lobgesang von erlösten Menschen, dort die Musik, wo Gott sein Uhr erjatzen dann. So steht es dort. Zweiter Punkt. Gott hat sich den offenbaren. Was sagt hier so? Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Gott hat sich offenbaren. Wo scheint es dort, wenn der Herr sich bezeugen wird in uns Leben? Wir haben schwere Entscheidungen zu treffen, wir haben schwere Kämpfe zu kämpfen, und wenn der Herr uns wiesen wird, und der uns leiden wird, und der sagt, was wir zu tun haben. Das dritte hier, der wies in den Weg, also ich offenbaren, und dann auf den Weg zu gehen. Wenn ich fertig es kriegt der Weg für uns noch schwer. Okay, das ist mir nicht klar geworden. Wo geht mir? Wo geht es mir von hier wieder? Wir sind immer aufmerksam auf seine Segnungen. Wir haben Lust und sein Heil. Ein heiliger Wandel, dort ist der beste Weg, um dort zu wiesen, was wir erfahren haben. Wenn er sagt, er will uns den Heil, dort Heil Gottes wiesen, er will uns den Weg wiesen, ein heiliger Wandel, dort ist der Weg, wo wir dort können wiesen, wo wir dort können zum Ausdruck bringen. Ich möchte hier so mit einer Geschichte schließen. Und das jedoch, ich opfere Gott Dank. Also, opfere, da wird uns was kosten. Und wem soll wir das tun? Wir machen immer den Geber von den Guven im Juhan, dort ist Gott. Wenn wir am Loben, dann ist es für was er ist. Und wenn wir am Preisen, für was er ist. Wenn wir am Danken, dann ist es für was er dat. War dieselbe Person. Dann denken wir nicht an die Guven, wir denken danach immer an den Geber. Und was soll wir? Dank. Ein Hort voll Dankbarkeit. Ein dankbares Hort. Und was sind die Folgen? Wenn wir einmal das tun, wenn wir das einmal das dort erkennen, da wo wir Gott preisen, er wird sich uns offenbaren und er wird uns den Weg wiesen. Ein Missionar, der kommt mit einem anderen Prediger zu Besuch. Und dann sagt der Prediger, hey, du bist hier zu Besuch, dann mal diese eine Jahr, wo du auch lang krank gewesen hast, darf ich mal besiegen, darf ich mal ein bisschen Segnungen bringen. Und
besiegende, diese Kranke in der Gemeinde, das in der Gemeinde durch so. Und sie erst in den sehr schäbdet, stufte, sehr einfache, sehr armo, als es durch so. Und du lachst diesem Jahr, ein älterer Jahr, al 23 Jahre wieder gelähmt, al 23 Jahre wieder du so krank warst. Das Präger, die redet dann ganz freundlich zu ihr. Und dann sagt sie, es steht, redet sie ihr an, sagt sie, Katharina, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Da haben wir verschiedene Sachen über Jeff, was die Menschen haben gebracht, was die Welt bringt. Und das ist für all unsere leibekranke Lied. Ich habe hier gute Sachen für all unsere Kranken. Und die kostet von der, die muss wünschen. Was du weißt, die kostet die einen großen Wunsch erlauben. Was willst du dann haben? Was soll ich dir geben? Wie werden die den Jahren erfahren? Sagt der Prediger diesem Jahr. Und sagt sie, ja, gut. Guck mal, ein klein bisschen in Stich, was sie so zu ziehen gehen, bitte, sagt sie, ich will ein klein bisschen mehr von dieser Sonne. Gott, der will mir Sonne hingeben, die Fenster durch, gut ein bisschen zu ziehen, dass ich Gott den Sonnenschein kann ganz nehmen. Wegen her von der ein sehr freundlichen Gruß, was er mir will schenken, was er mir will geben. Und bis sie dort, wünsche ich nicht, halt nicht. Ich sage, gut bist du sie, dass die Sonne kann entscheiden, dass ich mich kann erjatzen und dort, was Gott mir von der geben wird. Er schenkt mir ein freundlicher Gruß durch diesen Sonnenschein. Jetzt Dankbarkeit, nicht so? So eine Einstellung zu haben. Sei wir nach uns dort, wo bestimmt haben wir durchstehen, so? Ein dankbarer Tat, dass er so viel mehr als all dort. So werden wir nicht vergessen, ein dankbares Tat zu haben. Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Und ebenso habe ich ein Reich, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und das ist eine Bedingung, so sollst du mich preisen. Irgendwann holt sich dort frisch, Vers 23. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Der Herr will uns so viel sagen. Wer noch nicht gerat ist, wer noch nicht bekehrt ist, der Herr will uns auch durch das den Weg wiesen. Wer dort gerat ist, der Herr will auch hier noch immer war uns die Unut merken, wer er ist, wofür wir zu danken haben. Und er stellt sich schwer, wer er ist. Und dann sage ich ja, Dank. Seid dankbar. Möchte der Herr Gott auch wiedergeben. In diesem Wiedertit, wo wir waren, top danken. Und ich habe den Dank Vers 4, hier so, mit Gesang, wieder mit dem Eten, nur mehr auch noch ein paar einzelne Vorträge. So, möchte der Herr dort geben. Da wir einmal dort durchknallen zum Gebet, wo das passend ist. Uns guter Gott, uns vor dem Himmel, wir kommen hier vor dich, das muss nicht mit abgehobenen Hängen. Aber Herr, wir beten uns durch vor ein großer Gott, was wir anbeten tun. Ein Gott, was wir erkannt haben, dass das Gott ist, auch das Rechte, was wir rechten, auch das Gott, was auf dem Bund mit ihm folgt, wo wir können von der Begnadigte sein. Herr, wo du genug geben, wo du geben, dort, wo wir nicht ein dankbarer Tat gehört haben, dass wir Buße tun. Und Herr, wo wir nicht die erkannt haben, wo du wirst und was du deut, Herr, help uns so klar und klarer zu sein. Herr, dort ist dort, was du erheben wird. Dort ist dort, was du hochheben wird. Help uns zu erkennen, wer du bist. Und du wirst die bezeugen zu deinen Kindern. Wo du dort geben. Auch das Tag, dort wird ein Segen sein, ein bleibender Segen für uns alle. Und Heimat war für jeweils, wo wir die verantwortet haben, mit alles, was die sehen und deuten, und jeweils, die würden die wirklich hochheben. Für was du bist und für was du das. Amen.
Herz voll Freude lacht und singt. Halleluja, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Halleluja, Halleluja, ihm sei Ehre, Dank und Ruhm. Heute sollt ihr gehören mit allem, was es bringt. Heute will ich dich lehren, weil du mein Herz erfüllst, so dass es singt. Halleluja, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Halleluja, Halleluja, ihm sei Ehre, Dank und Ruhm. Heute sollt ihr gehören mit allem, was es bringt. Jesus, nichts soll dich stören, so dass allein dein Lob mein Herz durchdringt. Halleluja, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Halleluja, Halleluja, ihm sei Ehre, Dank und Ruhm. Halleluja, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Halleluja, Halleluja, ihm sei Ehre, Dank und Ruhm. Gut, wir sind zum Schluss gekommen. Wir sehen das Schlusslied, was wir alle Top nach wollen singen, was dann hier so, das Part hier so erst. So, wir wollen uns Bulletin nu einmal eben kicken, bevor wir eben gehen für das Letzte. Nehmt ihr ein Bulletin. Und hier so als Bekanntmerkungen. Erstens, jeder einer ist herzlich eingeladen zu ein Danksagungsmahl. Im Gymnasium ist eine Multitrag gemerkt und sie wollen uns da so schön bedanken. Ich wünsche, jeder einer wird hier bleiben, keiner wird wegfahren. Die sind alle herzlich eingeladen, hier zu bleiben. Tragen don't, dass die hier immer sind oder nicht. Dort wir alle würden gemeinschaftlich da so eten. Und dann nur dem Eten, dann kommen wir noch einmal drei Vorträge. Wir machen dort noch das Stoppmerken, dort persönlich noch jetzt mal mitzuteilen. Und wenn dort dann nicht ist, dann haben wir noch immer die Gelegenheit, drei dorthin zu gehen, im Gymnasium für einen Kaffee. So, wenn wir uns dort morgen, dort der Speisekammer Taiwan statt den war, dort wird nur dem wurden, nur die 4 Vorträge genommen. So, alle eingeladen für dort ganz Support. Im Gymnasium bis hier so noch hin. Und dazu, für die Ushers, dass sie auch diese wollen, mit Checken erhalten, mit einem Tragwiesen, dort wir alle keinen Platz nehmen. Nächstens sind wir hier den Morgen und achten in der Schule. Buberklassen ist Jakob Peter schon an 1, in Unja-Klassen Jakob Nikle 107, diese Brüder. Drittens, um mitwirklich 7 zu, was als Bibelstunde.
In der Anleitung ist von Bruder Jakob Wieb, und ich habe auch ihn gefragt, wenn er noch nicht absenden kann, ich nicht mehr nicht. Und jeder eine Eilot. Medweg, sein Bibelstimmen, ordentlich was zu sagen kann, aber sind die Omals, was immer dann an ist. Donnerdag, klok 7 Zuwes als Gemeindekurs, das ist immer. Und Freitag, klok 7 Zuwes Jugendabend. In Sinn und als noch meiner Gebetsstunden, als noch nicht Familien, sondern erst dann der nächste Sonntag. Und wieder habe ich hier aus Fürbitte die Mortis-Familie von Hochfeld, ihr meiner vielleicht organisiert, wenn ich gleich vernommen habe, als das der jetzt nicht viel erfuhr, wo du so, ja, sich das Leben genommen habe, oder Jeff getrunken, so werden wir für die Familie beten. Das ist in Hochfeld. Und wir sollen hier auch dort Kranke sein, wenn wir durch den Tit. Wir sollen das der kanalspanische Archinik, das ist in El Valle, die Bedienung, dass sie auch pflegen können, sie ist nicht gut auf, sie ist schlecht auf, und weil nicht wird, was wieder gehen. Und durch das der Johannifelsche, sie ist operiert worden, letztes Werk, nicht so. Und es ist auch sehr krank gewesen, noch war in der letzten Werk, und wir werden das nicht vergessen. Dat we verantworten doen. En meine Mama ist hier in New York noch nicht, vielleicht erst noch zum Mittag, aber kommt langsam wieder. En ein anderes, noch bis daran erinnern, als einer der anderen, der hoffentlich auch das Blatt mit der Information für das Registerbuch. Und wenn ihr noch nicht, wenn ihr Hand gebracht, dort fern ist ein Kostüm, wo ihr die Blätter nennen kann. Und wer nicht hat, dann muss ich dort für nächste Sonntag, dass ihr das unbedingt dann mitbringen. Die können kodieren, mitweg, wenn wir Bibelstunden haben, dass ihr das dann auch mitbringen, von diesen Anleihen. Hast du noch sagst, was da fehlt zu sein? Mein Gott aber fülle aus alle eure Nöte nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christo Jesu. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gut, dann gehen wir Eva für das nächste. Und nun, die Leute, die wir alle taub worden haben, dann erst die Versammlung entloten und der Chor bleibt hier danach boven. Der Chor bleibt hier bei der Versammlung büten erst und dann der Chor. Das nächste werden wir noch sehen, Nummer 77 in Glaubenslieder. Nummer 77. Wir wollen das Leute so singen, dass wir wollen erst den ersten und den zweiten Vers singen, und dann singen wir das erste Mal den Chor, und dann singen wir den dritten und vierten Vers, und dann singen wir weiter den Chor. Von deiner Hand ja alles kommt, du bist.
so wir glauben und vertrauen. Auch für die Hoffnung, die du gibst, in Heiland einzuschauen. Wir sagen dir, Herr Jesus, schon wir von Herzen Dank. Doch bringen wir den Weg noch getan. Versungen gestern.